Im heutigen Video geht es um die Artikel. Ich erkläre dir, was ein Artikel eigentlich ist und ich erkläre dir auch, wo du ihn im Satz findest, welche unterschiedlichen Arten es gibt und ich zeige dir, ob du alle Artikel auch deklinieren musst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch. Dieses Video ist ein Teil meiner Reihe zu den deutschen Wortarten. Heute geht es um die Artikel. Also fangen wir gleich an mit: Was ist eigentlich ein Artikel? So, Artikel. Wenn deine Muttersprache ebenfalls Artikel hat, dann ist es einfach für dich zu identifizieren, was ein Artikel ist. Er steht in der Regel immer vor dem Nomen und gehört zum Nomen dazu. Falls deine Muttersprache keinen Artikel hat, dann merke dir, es ist immer das Wort, das dir in der Regel den Fall zeigt, den du bestimmen musst. Also zum Beispiel der Mann, hier ist der Artikel. Das gehört immer zum Substantiv bzw. zum Nomen dazu. Und diesen Artikel findest du immer vor dem Nomen. Manchmal steht noch ein Adjektiv dazwischen. Das ist der Mann. Hier ist der Artikel, denn Mann ist maskulin. Dort steht die Frau. Hier haben wir den Artikel vor dem Nomen. Das Kind hat eine Puppe. Das ist der Artikel zu Kind. Und eine Puppe, das ist auch ein Artikel. Diese drei nennt man bestimmte Artikel und das ist ein unbestimmter Artikel. Mehr dazu in einem separaten Video dann auch. Als erstes, was auch ganz wichtig ist, welche Informationen gibt dir der Artikel? Im Englischen zum Beispiel hast du nur de. Da hast du de oder und da weißt du im Prinzip nur, ist etwas bestimmt oder unbestimmt. Unbestimmt und bestimmt ist, bestimmt means der Mann, also ein ganz bestimmter Mann, oder ein Mann, das kann ein Mann von vielen sein, also einer aus einer Masse. Aber bei der Mann ist es ein ganz bestimmter Mann. Und im Spanischen gibt es zum Beispiel auch bestimmt oder unbestimmt und du kannst auch den Genus, also ob etwas maskulin oder feminin ist, erkennen und auch ob etwas plural ist oder nicht, weil du hast un, una und unos, unas. Dementsprechend gibt es da schon mehr Informationen und auf Deutsch kommt zu dem Genus und dem Numerus noch der Fall hinzu. Also bei Genus gibt es auf Deutsch 3 Varianten: der, die, das, also maskulin, feminin und neutral, Numerus, also Singular oder Plural und beim Fall 4 verschiedene: Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Bevor du jetzt sagst, wow, viel zu viel, diese 4 Fälle, als kleines Beispiel: Auf Russisch gibt es 5 und dann noch einer, der nicht so ganz genutzt wird. Auf Isländisch glaube ich ein paar 30, also plus 30. Dementsprechend 4 ist sehr human und hauptsächlich genutzt, wenn davon 3, nämlich Nominativ, Akkusativ und Dativ. Genitiv braucht man erst bei B1, B2 Level oder wenn man gehoben sprechen möchte. Als nächstes noch ein kleiner Überblick zu den unterschiedlichen Artikeln, die es gibt. Es gibt bestimmte und unbestimmte Artikel, also das hatten wir vorhin schon, das Haus gehört einem Mann, also es ist ein ganz bestimmtes Haus, aber irgendein Mann, den wir jetzt nicht genau kennen. Und dann gibt es noch den Nullartikel, das bedeutet eigentlich nur, dass du keinen Artikel vor dem Nomen benutzen musst. Das Haus ist aus Holz. Das ist ein Nomen, Holz, aber hier gibt es keinen Artikel davor. Es gibt den Possessivartikel, das ist mein Haus, wie es der Name schon sagt, possessiv, also es gibt einen Besitz mit an, mein Haus, und das müsste Negativartikel heißen und das ist dann die Verneinung, das ist kein Haus, also hier kein Haus, das ist auch ein Artikel.
Falls Deutsch deine Muttersprache ist, dann schau dir meine anderen Videos an, wenn du Fragen zu den einzelnen Artikeln hast. Und ansonsten, falls Deutsch nicht deine Muttersprache ist, schau dir die Artikel in deiner Muttersprache an. Schau, ob es dieselben sind, die es gibt. Denn auch wenn du deine Muttersprache richtig gut verstehst, wird dir das auch beim Deutschlernen sehr gut helfen. Denn in den meisten Sprachen, wo es Artikel gibt, ist es ziemlich identisch. Es gibt genau dieselben Artikel. So, jetzt hast du einen groben Überblick über die deutschen Artikel. Falls du Fragen dazu hast, dann schreib einfach bitte einen Kommentar hier direkt unter das Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann natürlich vergiss nicht, meinen Kanal hier bei YouTube zu abonnieren. Da die Artikel in der deutschen Sprache aber so wichtig sind, möchte ich, dass du deine Muttersprache analysierst. Falls Deutsch also nicht deine Muttersprache ist, schau mal, wie deine Muttersprache das macht. Gibt es dort Artikel? Welche Artikel gibt es? Wenn du das weißt, dann hilft dir das auch bei der deutschen Grammatik extrem. Und ich würde mich auch freuen, wenn du das einfach auch in den Kommentaren mit mir und allen Zuschauern teilst, denn es ist immer interessant zu sehen, wie die Grammatik in den anderen Sprachen funktioniert. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Deutschlernen und wir sehen uns wieder im nächsten Video zur deutschen Grammatik.